Hallo! Vor kurzem hatte meine Tochter ihren ersten Geburtstag und ich habe ihr anlässlich dazu diese Motivtorte zum Thema Schneewittchen gebacken. Die Torte bestand aus Mandelböden mit einer Apfelfüllung in Kombination mit einer Mascarpone-Zimtcreme. Ich habe für die Torte insgesamt 2 Tage eingeplant und die Kuchenböden sowie die Ganache am Vortag zubereitet. Gebacken habe ich insgesamt 2 quadratische Kuchen in 20 cm. Bei diesem Kuchen handelt es sich um den Wunderkuchen, einen sehr beliebten Kuchen unter Motivtortenbäckern, den ich mit gehackten Mandeln, Apfelsaft und mit etwas Zimt aufgepeppt habe. Die Herstellung dazu werde ich hier nicht näher beschreiben, ich setze euch mal den Link zum Grundrezept aus meinem Blog in die Infobox. Machen wir mit der Tortenfüllung weiter. Da Äpfel eine ganz besondere Rolle im Märchen Schneewittchen spielen, habe ich mir gedacht, ich greife mal das Thema auch in der Torte auf und habe eine Apfelfüllung hergestellt. Dazu habe ich ca. 750 Gramm Äpfel geschält und klein geschnitten, ohne Schale und Kern hatte ich am Ende ungefähr 600 Gramm Apfelstücke. Die Äpfel habe ich in einen Topf gegeben und für ein bisschen mehr Säure den Saft einer halben Zitrone dazu gepresst. Dann habe ich 1 Teelöffel Zimt, 50 Gramm Butter und 50 Gramm gemahlene Mandeln hinzugegeben und die Äpfel erst einmal weich gegart. Anschließend habe ich einen Teil meines Apfelsafts dazu gegeben, das waren 250 Milliliter. Die restlichen 125 Milliliter habe ich mit der Speisestärke verrührt und ebenfalls zu den Äpfeln in den Topf gegossen. Dann die Äpfel nur noch ein paar Minütchen weiter gekocht, bis die Füllung eingedickt ist. Für die Mascarpone-Zimtcreme habe ich 500 Gramm Mascarpone mit einem Becher Schmand verrührt und für die Süße noch 100 Gramm weiße geschmolzene Schokolade hinzugegeben. Die weiße Schokolade sorgt auch gleichzeitig dafür, dass die Creme nachher genug standfest wird. Wenn man ganz normalen Haushaltszucker zum Süßen nimmt, sollte man zum Festigen der Creme auf jeden Fall noch einige Tüten Sahnestandmittel verwenden. Für etwas mehr Geschmack kam auch hier noch ein wenig Zimt rein und dann durfte die Creme für ca. 1 Stunde im Kühlschrank kühlen. Meine beiden Tortenböden habe ich jeweils durch 3 geteilt, sodass ich insgesamt 6 Böden hatte und konnte dann mit dem Schichten der Torte beginnen. Die Unterlage für meine Torte ist nur ganz leicht größer als meine Tortenböden gewesen, also ca. 20,5 cm. Die Unterlage habe ich mit Ganache bestrichen, damit mein erster Tortenboden daran haftet und nicht wegrutscht. Die Ganache, die ich am Tag zuvor hergestellt hatte, hatte ich mit weißer Lebensmittelfarbe eingefärbt, damit sie eine rein weiße Farbe annimmt, denn weiße Ganache ist eher gelblich als weiß. Leider hatte ich aber das Problem, wie ihr hier auch sehen könnt, dass die Lebensmittelfarbe die Konsistenz meiner Ganache irgendwie etwas verändert hat und sie überhaupt nicht hart wurde, auch am nächsten Tag nicht. Deswegen musste ich etwas improvisieren und habe meine Ganache mit Spritzbeutel für mehrere Minuten in den Gefrierschrank gegeben und ab und zu mal durchgeknetet, damit sie gleichmäßig aushärten konnte. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr eine rein weiße Torte haben wollt, nur einen Teil der Ganache einzufärben und diesen dann als letzte Schicht auf der Torte aufzutragen. Gefüllt habe ich die Torte auf jeder Schicht in gleicher Weise. Zunächst habe ich die Tortenböden mit Milch etwas befeuchtet. Ihr könnt natürlich auch Fruchtsäfte oder ähnliches dafür verwenden. Nachdem meine Ganache nun endlich fest genug wurde, habe ich sie an den Rand der Torte aufgespritzt, damit die Apfelfüllung in der Torte bleibt und ich beim Bestreichen der Torte nachher keine Probleme habe. Anschließend kam die Apfelfüllung, die ich am Rand verteilt habe, und in die freigelassene Mitte kam dann die Mascarpone-Zimtcreme. Die Torte habe ich nach dem Füllen für etwa 1 Stunde in den Kühlschrank gestellt. Dann habe ich weitergemacht mit dem Bestreichen der Torte. Dazu habe ich eine zweite Platte in der gleichen Größe wie meine Unterlage mit etwas Ganache auf den letzten Kuchenboden geklebt, damit ich die Ganache gleichmäßiger auf die Torte auftragen kann. Ich habe übrigens bereits vor mehreren Monaten eine Torte in Würfelform gebacken. Ich verlinke euch mal die Torte in die Infobox.
Dort habe ich bereits detailliert beschrieben, wie man eine Torte in Würfelform bzw. in Quaderform am besten einstreicht. Ich bin bei dieser Torte genau auf die gleiche Weise vorgegangen. Da die beiden Platten unter und auf der Torte die gleiche Größe haben und parallel zueinander stehen, kann man eigentlich nichts falsch machen. Man füllt lediglich die Differenz zwischen den Tortenböden und den Tortenplatten auf und mit Hilfe einer hohen Teigkarte wird der Überschuss immer abgezogen. So bekommt man auf jeden Fall die Kanten gut hin. Bei der Planung dieser Torte habe ich mich entschieden, die Torte nicht mit Fondant einzukleiden, weil ich eine Torte haben wollte, die von außen etwas unfertig aussieht, mit einer nicht ganz so perfekten Oberfläche. Stattdessen habe ich einzelne Deko-Elemente aus Modellierfondant hergestellt und sie nachher direkt auf die Torte geklebt. Als Deko habe ich unter anderem aus Modellierfondant ein Schneewittchenbild in 2D hergestellt. Dazu habe ich eine Vorlage aus dem Internet ausgedruckt, meinen Fondant etwas größer als meine Vorlage ausgerollt und mit Hilfe der Vorlage die Schneewittchenfigur mit einem spitzen Tool nachgezeichnet. Meinen Fondant hatte ich übrigens vorher in Hautfarbe eingefärbt. Da ich meine Figur vorne stehend an die Torte kleben wollte und sie die Torte auch überragen sollte, habe ich sie etwas dicker ausgerollt, ungefähr 5 mm dick. Wenn man die Figur in der gleichen Größe wie die Torte herstellt, kann man den Fondant auch dünner ausrollen. Bevor ich die Vorlage komplett abgenommen habe, habe ich ab und zu mal vorsichtig teilweise drunter geschaut, um sicher zu sein, dass ich das Nachgezeichnete auch gut auf dem Fondant erkennen kann. Wenn die Linien an einigen Stellen zu schwach waren, konnte ich dann hier nachbessern. Wenn ihr mit der Vorlage dann komplett zufrieden seid, könnt ihr sie dann abnehmen. Ich habe meine Figur mit Lebensmittelfarbstiften und Lebensmittelfarbpasten nachgezeichnet und angemalt. Wenn ihr solche Stifte oder Farben nicht habt, könnte man alternativ aber auch Fondant in der benötigten Farbe dünn ausrollen und Schneewittchen sozusagen damit einkleiden. Das habe ich zum Beispiel mit den 2D-Figuren bei der Pepperwoods-Torte so gemacht. Auch dieses Video setze ich euch mal in die Infobox. Ich habe hier zum Nachzeichnen den Lebensmittelfarbstift in Schwarz von Rainbow Dust verwendet und war super zufrieden mit diesem Stift. Zuvor habe ich immer Lebensmittelfarbstifte aus dem Supermarkt benutzt, die sind mir aber trotz Kappe und sorgfältigem Verschließen relativ schnell ausgetrocknet. Ausgemalt habe ich meine 2D-Figur mit Lebensmittelfarben, speziell zum Bemalen von Tortenoberflächen und Tortenauflegern. Die Farbe habe ich, ohne sie mit Alkohol oder ähnlichem zu verdünnen, direkt auf dem Fondant mit einem Pinsel aufgetragen. Ursprünglich wollte ich die Schleife von Schneewittchen rot anmalen und hatte deshalb die Schleife auch auf dem Fondant eingezeichnet. Allerdings habe ich mich aber spontan dazu entschieden, später eine Schleife zu modellieren und auf die Figur zu kleben. Ich wollte auf diese Weise noch einen 3D-Effekt einbringen und habe die Schleife auf der Figur deshalb mit Schwarz übermalt. Die Schneewittchenfigur habe ich gemäß meiner Originalvorlage ausgemalt, habe allerdings später eine kleine Änderung am Ärmel gemacht, weil mir dort die Farbe nicht gefallen hat. Zudem hat mir auch ein dunkleres Blau gefehlt als die Farbe, die ich für die Ärmel verwendet habe. Deshalb habe ich für das Kleidoberteil den Lebensmittelfarbstift von Rainbow Dust in Blau verwendet, was auch ganz gut funktioniert hat. Einige Stellen am Kleid auf meiner Vorlage glitzerten so schön und ich wollte das eigentlich auch auf meiner Figur so übernehmen, indem ich etwas essbaren Glitzer auf die noch nasse Farbe streue. Ich habe mich aber doch nicht getraut, weil ich mir nicht sicher war, ob das gut ausschauen würde. Vielleicht probiert es ja jemand aus, der die Torte eventuell nachbackt. Die Größe der 2D-Figur könnt ihr je nach Größe eurer Torte selbst bestimmen. Ich habe die Figur, bevor ich die Torte gefüllt habe, hergestellt, wusste aber zum Beispiel, dass sie mit Füllung und Ganache-Schicht ca. 15 cm hoch sein wird und habe meine Figur so groß ausgedrückt, dass der Kopfteil die Torte überragt. Zu sehr überragen sollte sie die Torte allerdings nicht, denn dann besteht die Gefahr, dass die Figur nach vorne oder nach hinten einknickt und abbricht. Wer das Risiko nicht haben möchte, drückt die Vorlage einfach in der Größe der Torte aus und bringt das Bild komplett nur auf der Torte an. Nachdem ich mit dem Bemalen der Figur fertig war, habe ich sie vorsichtig mit einem Skalpell ausgeschnitten und mit rotem Modellierfondant noch die Schleife modelliert, die ich mit Zuckerkleber auf den Kopf der Figur geklebt habe.
Da mir die Farbe des Modellierfondants etwas zu blass war, habe ich hier mit roter Lebensmittelfarbe die Schleife übrigens angemalt. Die fertige Figur durfte dann zum Aushärten für mehrere Stunden an einen trockenen Platz und ich konnte mit den anderen Deko-Elementen weitermachen. Auf der Torte sollte das Alter des Geburtstagskindes, also die Zahl 1, Platz finden und ich habe mich entschieden, die Zahl auf ein ovales Stück Fondant anzubringen, das ich versucht habe, wie einen alten Spiegel aussehen zu lassen. Den Spiegelrahmen habe ich mit meiner Fondantpresse hergestellt und dafür den Kordelvorsatz verwendet. Um damit eine Kordelform zu bekommen, presst man erst einmal einen Strang in der gewünschten Länge aus und muss diese an beiden Seiten in Gegenrichtung zueinander zwirbeln. Die Kordel habe ich mit Zuckerkleber rundherum auf den Spiegeluntergrund geklebt und den Überschuss abgeschnitten. Danach habe ich den Rahmen mit essbarem Goldpuder bestrichen. Damit der Puder gut haftet, kann man den Untergrund entweder mit Zuckerkleber, Palmin Soft oder ganz leicht mit Wasser vorher etwas befeuchten. Die Zahl 1 habe ich mir aus dünn ausgerolltem gelbem Fondant ohne Vorlage ausgeschnitten und die Größe meinem Spiegel angepasst. Danach konnte ich die Zahl ebenfalls mit Goldpuder bestreichen und mit Zuckerkleber in die Mitte meines Spiegels kleben. Der schwarze Fondant war mir hier ebenfalls von der Farbe her zu blass, deshalb habe ich den Hintergrund mit schwarzer Lebensmittelfarbe angemalt. Das hatte den Vorteil, dass die Zahl 1 im Vergleich zu vorher mehr hervorstach. Als Tortenplatte habe ich mein Drehtablett verwendet und sie mit grauem Fondant eingedeckt. Ich verwende ganz gerne mein Drehtablett, weil ich es schöner finde, auch den Rand mit Fondant einzudecken. Beim Transportieren der Torte kann ich hier direkt unter die Platte greifen und der Rand wird somit nicht zerstört und bleibt schön glatt. Bevor ich die Torte weiter dekoriert habe, habe ich die inzwischen ausgehärtete Schneewittchenfigur von der Größe her zurechtgeschnitten und vorne rechts auf die Torte geklebt. Den Spiegel habe ich oberhalb der Torte links positioniert. Auch der Anfangsbuchstabe des Namens des Geburtstagskindes sollte auf der Torte seinen Platz finden. Ich habe mich entschieden, den Buchstaben vorne links neben Schneewittchen anzubringen und habe mir aus dem Internet den Buchstaben A in verschnörkelter Form ausgeschnitten und an meine Torte gedrückt. Mit einem spitzen Modelliertool habe ich dann die Form nachgezeichnet und anschließend die Vorlage vorsichtig wieder abgenommen. Den Buchstaben habe ich dann mit schwarzer Lebensmittelfarbe ausgemalt. Oben links auf die Ecke der Torte habe ich kleine einfache Blümchen in den Farben Rot, Gelb und Blau platziert, also den Hauptfarben aus dem Kleid von Schneewittchen. Verwendet habe ich dafür Stempelausstecher mit einem einfachen Blumenmotiv. Ursprünglich wollte ich die linke Tortenecke bis nach unten hin mit Blumen eindecken und hatte deshalb eine ganze Menge von diesen Blumen ausgestochen, habe dann aber nur ein Drittel der Höhe eingedeckt, weil ich sie auch so schön ganz hübsch fand.
Beim Platzieren der Blumen habe ich darauf geachtet, dass Blumen mit der gleichen Farbe nicht direkt nebeneinander stehen. Auch die Blumen an der Oberfläche habe ich mit Lebensmittelfarbe angemalt, damit sie nicht so blass aussahen, und habe in die Mitte jeder Blume eine kleine goldene Zuckerperle gesetzt. Und damit war meine Torte auch schon fertig. Den Anschnitt der Torte will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Geschmacklich erinnerte mich die Torte an Milchreis und gleichzeitig aber auch irgendwie an Apfelstrudel, also richtig lecker, auch mit den super lockeren Mandelböden. Ich freue mich auch schon auf meine nächste Motivtorte, die auch bald ansteht, denn mein Sohn hat bald wieder Geburtstag. Bis dahin erwarten euch aber auch andere leckere Rezepte auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!